Frau Kirch, Sie haben mehrere eindrückliche spirituelle Erfahrungen gemacht. Können Sie uns zunächst erzählen, was nach dem Tod Ihrer Mutter im Jahr 2018 geschah, besonders der Traum, in dem Sie ihr noch einmal begegnet sind? Der Traum, den ich hatte, der mich sehr, sehr geprägt hat, war, während des Schlafes, hatte ich eine Begegnung mit meiner Mutter. Und zwar träumte ich, dass ich mit ihr in einem wunderschönen Garten ging. Es war ein strahlend schöner, sommerlich blühender Garten, also so vom Übergang Frühling zum Sommer. Und das war schon sehr, sehr eindrücklich. Und wir gingen so untergehakt. Mich hatte sie so eingehakt. Und ähm, was schon auffallend war, also meine Mutter war an ihrer Krebserkrankung verstorben und sie konnte vor ihrem Tod nicht mehr laufen, weil sie sich unter anderem beide Oberschenkel gebrochen hatte im Zuge ihrer fortschreitenden Erkrankung und war auch lange bettlägerig gewesen. Und sie lief, also sie ging an meiner Seite. Sie sah aus wie immer, aber durchaus, also einfach gesund. Also sie war ihr strahlendes Selbst, so würde ich es beschreiben. Und was dann geschah, war, dass sie zu mir sagte, Barbara, mir geht's gut. Ähm, ich kann endlich machen, was ich immer schon machen wollte. Ich habe Zeit. Und ich schreibe an einem Musical über Elefanten. Und bitte sag dem Papa, dass alles gut ist, dass es mir gut geht. Und dann war diese Sequenz zu Ende. Danach kann ich mich auch an keine weitere Traumerfahrung erinnern. Und man muss dazu ergänzen, dass meine Mutter Lehrerin war. Sie war Musiklehrerin und sie hat tatsächlich zu ihren Lebzeiten mit ihren Schülern Musicals aufgeführt und hat selbst auch Musicals geschrieben, also für die Schule, an der sie gearbeitet hat und diese auch aufgeführt, musikalisch und schauspielerisch. Und Elefanten waren ihre Lieblingstiere. Und dieser Hinweis, das war so stimmig und das hat mich so tief beeindruckt. Und ja, also das war dieser Traum, den ich hatte. Und dieser Traum war so eindrücklich, dass Sie ihn nicht mehr vergessen konnten. Das war ein Traum, also ich würde das gar nicht als Traum bezeichnen. Also ich würde normale Träume als irgendwie verschwommen, verzerrt, sehr komplex, vielschichtig bezeichnen, irgendwie auch mit Alltagsthemen behaftet. Und das war das überhaupt nicht. Das war wirklich eine so eindrückliche Begegnung. Ich war damals in der Wohnung von meinem jetzigen Ehemann, damals Partner. Und das muss am Wochenende gewesen sein, weil wir nach dem Aufwachen eben zusammen gefrühstückt haben. Und ich habe geweint. Also ich habe sehr lange geweint nach diesem Traum, aber nicht aus Traurigkeit, sondern weil mich das im Positiven so erschüttert hat. Das war wirklich eine Begegnung von einer Qualität. Also das war kein normaler Traum. Die Klarheit, die Farben dieser Pflanzen, auch die Pflanzen, die dort waren, das habe ich noch nie gesehen. Das war wirklich sehr beeindruckend und eben auch dieses Spezifische an dem, was meine Mutter mir gesagt hatte. Ja, das war so klar und einfach bewegend. Also es war vom Erleben her ein ganz, ganz, ganz klarer Unterschied zu einem, ich sag mal, einem normalen Traum. Und diesen Garten, wo Sie da spaziert sind, den haben Sie ja auch noch gut in Erinnerung. Der Garten ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas mehr verschwommen, sage ich mal, aber ich kann mich trotzdem noch daran erinnern, dass es waren wie so Rankpflanzen, die auch von oben kamen. Also es war wie eine Allee und es kamen aber auch rankende Pflanzen von oben. Ich kann es am ehesten vergleichen mit der Wisteria, ja, mit dieser lilafarbenen Blume, die so Dolden hat, ja, ausbildet. Also im ehesten so. Ähm,
genau. Aber wie gesagt, die Farbqualität, ich kann mich nicht an einzelne Pflanzen erinnern, aber die Farbqualität dieser Pflanzen, dieser Blumen war besonders. Einige Jahre später hatten sie eine außergewöhnliche Begegnung mit einem Engel, der ihnen eine Botschaft über ihre Lebensaufgabe gab. Was geschah in diesem Traum? Also diesen Traum, den hatte ich im Jahr 2023 und das war zu einer Zeit, deswegen muss ich ein kleines bisschen ausholen, wo ich ganz bewusst mehr angefangen habe, meiner Intuition zu vertrauen. Also ich hatte schon als Kind und auch als Jugendliche immer sehr, sehr starke intuitive Eingaben. Das heißt einfach Informationen, Gefühle über Menschen, über Begegnungen oder Begebenheiten, ähm, denen ich aber lange nicht vertrauen konnte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich an meinem Umfeld orientieren. Ja, also ich würde sagen, ganz klassisch, ähm, ja, dass man eben lieber seine Eltern oder Freunde fragt um Rat und so weiter. Und ich habe mich in dieser Zeit ganz bewusst dafür entschieden, ich möchte meinem inneren Kompass stärker vertrauen. Und aus dieser Entscheidung heraus entstand wohl dieser Traum, der eine ähnliche Qualität hatte wie der mit meiner Mutter. Also das war auch für mich kein Traum, sondern eine reale Begegnung. Dieser Engel, ich sage Engel, weil ich das so empfunden habe. Für mich war das ein Engel. Ähm, Das war eine männliche Figur. Ich konnte aber ihr Gesicht nicht sehen. Das Gesicht war verhüllt in einer Art Schleier. Und man hat aber so die Konturen haben sich so etwas hindurchgedrückt durch diesen dünnen Stoff. Und es war eben eine männliche Figur. Und dieser Engel hat mich während dieser Begegnung am Handgelenk gepackt. Nicht gewaltvoll, aber doch sehr bestimmend. Also es war eine sehr eindrückliche Situation und er hat mich am Anfang des Gesprächs wie gewarnt. Er hat gesagt, wenn du dich nur an eine Sache aus dieser Begegnung erinnerst, dann an das, was ich dir jetzt sage. Das waren seine einleitenden Worte. Und er sagte mir wirklich wortwörtlich, ich habe mir selber den Traum, den ich damals aufgenommen hatte, nochmal angehört, um mir das nochmal in Erinnerung zu rufen, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und er sagte, du, ein Teil deiner Aufgabe ist es, ein klarer Spiegel für die Menschen zu sein. Und er hat dann erläutert, was das bedeutet. Er hat gesagt, die Menschen werden dich lieben und oder hassen. Und es wird beides nichts mit dir zu tun haben, sondern es wird das sein, was sie in dir selbst erkennen. Und er hat gesagt, du musst aber deine Beobachtungen, die du über sie hast, musst du ihnen gar nicht mitteilen. Also du musst das denen nicht mitteilen, sondern es reicht schon, dass du klar siehst und diese Klarheit wird das energetische Feld klären. Also es wirkt wie eine Art Katalysator und hat mir auch sehr, sehr klar deutlich gemacht, dass das mich jetzt nicht zu etwas Besonderem macht. Er hat gesagt, diese Aufgabe haben auch weitere Menschen. Und es ist wichtig, ganz wichtig, dass du diese Gabe nicht als Waffe missbrauchst. Also das war ein ethischer Aufruf, der mich wirklich sehr beeindruckt hat. Wirklich, er hat auch gesagt, das Einzige, woran du arbeiten musst, ist, dass du selber klar bleibst, dass du deine Themen, die du mit Menschen hast, deine emotionalen Verstrickungen, dass du das für dich klärst. Und das wird deine Klarheit verstärken. Genau, also es war beeindruckend. Es war eine ähnliche Klarheit wie der Traum, den ich eben mit meiner Mutter erlebt habe. Und ich habe auch dieses Gefühl, wo er mich am Arm gepackt hat, ich habe das nach dem Aufwachen noch gespürt. Also hat mich über Wochen lang, hat mich das intensiv beschäftigt und hat mich aber auch sehr bestätigt in meinem Weg. Und ja, ist auch jetzt noch sehr, sehr gültig für mich und mein Leben.
ja. Vor kurzem mussten sie einen sehr schmerzhaften Verlust erleben. Ihre kleine Tochter Lamia ist im Alter von 5 Monaten verstorben. Gab es in dieser schweren Zeit dennoch eine Erfahrung oder ein Zeichen, das ihnen Trost gegeben hat? Also dazu muss ich kurz ausholen, um das ein bisschen begreiflich zu machen. Meine Tochter Lamia war sehr schwer herzkrank seit ihrer Geburt und ist auch im Zuge dieses Herzleidens in meinen Armen und denen meines Mannes verstorben. Und diese Erfahrung war für uns furchtbar erschütternd. Und ich habe mich natürlich aufgrund meiner spirituellen Erfahrungen vorher und auch der Begegnung mit meiner Mutter habe ich mich natürlich gesehnt nach solchen Erfahrungen. Und dazu muss ich gleich sagen, dass ich sie nicht bekommen habe in dem Maße, wie ich sie mir gewünscht habe. Also ich hatte keinen Klartraum, wie ich es mit meiner Mutter oder mit dem Engel hatte. Ich habe darum gebetet und es ist aber etwas anderes, sehr Interessantes passiert. Also ich habe eine weitere Tochter, die 4 Jahre alt ist. Und ich habe in einer Nacht war ich sehr, sehr traurig, habe sehr viel geweint und hatte wirklich gefleht. Ich hab Gott und die Engel angefleht, dass ich meiner kleinen Tochter begegnen darf im Traum, dass mir so eine Erfahrung geschenkt wird. Und das ist nicht geschehen. Aber was geschehen ist, ist, dass meine ältere Tochter in dieser Nacht zu mir ins Bett kam gegen 3 Uhr, wie sie es oft macht. Und sie ist dann morgens erwacht und sagte dann, Mama, ich muss dir meinen Traum erzählen. Also sie war ganz euphorisch, sie hat gestrahlt und sie hat gesagt, ich hab ganz lange mit Lamia gekuschelt und sie war gesund. Das waren ihre Worte. Und ich habe mich gar nicht, also ich war furchtbar bewegt, das hat mich sehr, sehr berührt und ich habe sofort innerlich gedankt dafür, dass sie diese Erfahrung bekommen hat. Ähm, ja, das war sehr beeindruckend und sehr, sehr schön und das hat mir, ja, war auch ein bisschen ein kleiner Trostmoment. Ja. Ja, Ich hatte dann noch eine weitere Erfahrung, das ist erst wenige Wochen her. So eine Erfahrung hatte ich bisher noch gar nicht. Und zwar war das so ich sag mal, im Zwischenzustand zwischen Schlaf und noch Wachsein. Also ich war so am Hinübergleiten in den Schlaf und war noch so, also mein Bewusstsein war schon am Hinüberdämmern, sag ich mal, aber es war noch wach genug, um das zu begreifen oder zu erfassen, was dann geschah. Ich habe mich plötzlich in eine Art Raum gefunden. Dieser Raum war aber völlig leer. Also man hat keine Konturen gesehen. Es war wie ein dunkles Zimmer. Da waren keine Möbel, nichts. Und hinter mir war eine Lichtquelle. Also man kann sich das so vorstellen, wie das draußen Nacht ist und es ist ein unbeleuchtetes Zimmer und durch die offene Türe fällt wie so ein Lichtkegel in den Raum. Und so ungefähr war das. Und ich war aber von dieser Lichtquelle aus irgendeinem Grund abgewandt. Die war hinter mir. Und ich habe plötzlich von dieser Lichtquelle ausgehend die Anwesenheit meines Babys gespürt. Und zwar so eindrücklich, dass ich richtig erschrocken bin in diesem Moment. Also ich wurde aus meinem, ich sag mal, Dämmerzustand wieder so ein Stück herausgerissen und hatte plötzlich diesen bewussten Gedanken, sie ist wirklich da. Und das Gefühl war aber, sie war hinter mir und gleichzeitig aber auch um mich herum, aber mehr hinter mir als vor mir. Also war so ein gleichzeitiger Zustand, so habe ich das wahrgenommen, ja. Ich hatte aber keinerlei, also ich habe sie nicht gehört, wir haben nicht gesprochen, ich habe sie nicht gehalten oder gesehen, also es war keinerlei sinnliche Wahrnehmung dabei, sondern ich hatte einfach diese innere Gewissheit, dass sie einfach da ist. wenn Sie auf all diese Erlebnisse zurückblicken, welche Botschaft würden Sie Menschen weitergeben,
die selbst einen geliebten Menschen verloren haben? Ich würde einen Menschen, der gerade jemanden verloren hat, erstmal dazu ermutigen, die Trauer anzunehmen mit voller Wucht. Ich ich glaube, dass diese Erfahrungen, die sind etwas Wunderschönes und die sind ein riesiges Geschenk und sie sind für mich wirklich ein Lichtblick und ein Tor in eine, man könnte sagen, eine andere Ebene. Ich glaube, dass diese Ebene mit unserer verwoben ist. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen, wenn man sie bekommt, ein Riesenschatz und ein großes Geschenk an uns sind und uns helfen dürfen, in unserer Trauer zurechtzufinden. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch eine Gnade ist und dass wir uns nicht danach ausstrecken müssen, sondern dass das zu uns kommt. Und dass aber die Trauer nicht durch diese Erfahrungen weggenommen wird. Also das kann ich zum Beispiel nicht bestätigen. Es sind Trostmomente, es sind wirklich Lichtblicke, aber der Schmerz über die Trennung, über das nicht mehr Zusammensein, der ist sehr real und das ist, glaube ich, auch diese zutiefst menschliche Erfahrung wirklich in seiner Wucht und in seiner Brutalität zu durchleben, auch das hat was Schönes. Also das ist auch was Schönes, wozu ich Menschen ermutigen möchte. Nicht schön im Sinne von ähm, naja, erhellend oder irgendwie begeisternd, das nicht, sondern es hat was Hingebungsvolles und auch das ist im Kern was zum Leben dazugehört. Und auch ich glaube, dass am Ende dieser Erfahrung auch ein Schatz steht, der uns dem Leben lebendiger begegnen lässt. Ja, da ich da selber noch sehr tief drin stecke, kann ich kann ich jetzt nicht sagen, welcher Schatz da am Ende steht, ne? Also, ich habe den Tod meiner Mutter, zu der ich eine sehr liebevolle Beziehung hatte, nicht so erschütternd erlebt wie den Tod meiner Tochter, vor allem, weil sie noch so klein war. Und da kann man nur hindurchgehen. Das ist, ja. Was haben Ihnen diese Erfahrungen über das Menschsein gelehrt? Für mich ist ganz eindrücklich und auch bis jetzt, bleibend gewesen, dass es keiner, und das möchte ich auch gerne weitergeben, dass es nicht wichtig ist, dass wir irgendwelche besonderen spirituellen Fähigkeiten haben, sondern dass das uns alles gegeben ist und, dass das auch nichts ist, wonach man sich ausstrecken muss. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir kann hilfreich sein, eine gewisse Offenheit gegenüber dem zu haben, eine Unvoreingenommenheit. Und ähm, ich denke da gerne an den Traum zurück, den ich mit dem Engel hatte, der mich wirklich eindrücklich zu einer Demut gedrängt hat, ja, zu einem demütigen Umgang mit dieser Gabe. Also etwas, was mich nicht mit Ruhm beschenken wird, ja, sondern wo es eben auch wichtig ist, sich sogar damit eher bedeckt zu halten, weil es unter Umständen sogar Schaden anrichten kann, ja. Und das hat mich wirklich gelernt, einen zu egobehafteten Umgang damit wirklich abzulehnen und sondern diese Erfahrungen anzunehmen, wie sie kommen. Und egobehaftet heißt zum Beispiel für mich auch, diese Erfahrungen nicht abzulehnen im Zuge eines zu materialistischen Weltbildes. Ja, also wenn ich zu materialistisch denke, dann tue ich das ab und dann bin ich nicht offen für diese Erfahrung, sondern ich versuche es zu erklären oder zu sagen, ja, das ist nur eine Halluzination oder das ist ein Trostgebilde meines Geistes. Und das glaube ich eben nicht, sondern da möchte ich wirklich ermutigen, das anzunehmen, den eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen, aber auch das immer wieder zu prüfen oder prüfen zu lassen, ja, an einer hohen geistigen Instanz. Und
sich durchlässig zu machen für diese Erfahrungen. Frau Krier, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich auch und vielen Dank für Ihre Arbeit und dass Sie all diese Erfahrungen sammeln. Das ist sehr wertvoll. Vielen Dank.